Hello Internet, hello Eisenbahnfreunde, hello fellow modelers. Bit of a special video tonight, as I mentioned on my last video. I'm going to do a bit of a little running session here just to show some of my stock off and some of my locos, some of which you may have seen before, some you may not have. But this is basically a real thank you to everyone. So ich wollte nur sagen, heute Abend mache ich diesen Special Video, das ist für meine 200 plus Subs und ich will alle die Leute bedanken, das hat zu mir geschrieben und auf meinen Kanal gekommen und haben Fingers oben, Fingers unten gemacht. Ist egal zu mir, ich habe beide ganz gerne, aber ich muss mich wirklich danken, Sie haben so viele Leute hergekommen dieses letzte Jahr und ich hoffe, Sie haben so viel Spaß wie ich habe auf mein Video. Und heute Abend werde ich ein Special Running Session machen, so kann man ein paar Loks sehen, das Sie vorher gesehen haben und ein paar, eins vielleicht oder nee, eins, ich glaube Sie haben nicht gesehen, aber das wird so für 20 Minuten oder 30 Minuten Video sein und ich werde sagen, was ich habe und was Sie sehen. Ich kann Ihnen nicht alle die Nummer ausgeben. Wenn Sie die Nummer haben will, ja, dann bitte frag mich und werde ich dir sagen, was es ist und vielleicht wo das Kaufen immer noch kann, wenn das Kaufen immer noch kann. So, without ado, I'm going to start this video and it's like I just said in German there, I'm blown away by the amount of people, both English and German, Dutch and French. I've got so many different people from Portugal that you know, communicate with me and I'm really flattered. I'm just blown away by it. And this is a Tour de Plus. Can you imagine what it's going to be like? I've got 500 subs. So remember everyone, give it a thumbs up or a thumbs down if you want. I collect both. I'm not biased at all. That means that you've been in, you've had a look at my videos. And click that bell if you want to see any more. And again, share it with your friends because this is all about having fun. And the first loco I'm going to show you, it's really close to my heart because it's the first big loco that I ever really bought. And it's nearly finished weathered wise. There's a couple of little bits to go on it, like I need a bit of white on the back of the tender just to show the water drippage where it's dried on the side, which I haven't done yet. But this particular loco, for you to keep an eye out in a minute, it's got a push bike on the back with tarpaulin on it, so you'll be able to see. I'll do a close-up of it a little bit further in the video to identify the bike, but this is what this is all about. This particular loco that's pulling these wagons is what I'm about. It's what I want to do, and it's about a weathered loco with weathered wagons. Some are, some aren't. Some are light, some are heavy. It's just a combination of everything, and I hope you enjoy my video. So, ich habe gerade gesagt, die letzten 3 Minuten habe ich gequatscht und diese erste Lok, die Sie sehen werden, ist mein großes erste Lok, das ich gekauft habe. Und ich habe es ganz gern. Ich sage nicht die Nummer oder der Name, das kann man gleich sehen selber. Aber ich wollte sagen, das kann man sehen, was ich hier gemacht habe und was ich mache in den nächsten Monat, Jahren oder was. Ist alle meine Loks und alle meine Wagen werden geältet. Vielleicht leiser, ne, nicht leiser, was ist leiser, Quatsch, Mann. Ein bisschen geältet oder ganz viel geältet. Das muss von den Loks sein. So, wenn eine ganz neue Lok sind, von also ein BA 193, das wird nicht so viel schmutzig. Aber eine BR 50 von 1950 oder so wird bestimmt ganz schmutzig sein. Und alle meine Wagen wird genau dieselbe, da ein paar schön sein, ein paar geältet. Aber diese ersten Zug ist alles geältet. Alle anderen Sachen, Sie sehen, das sind eine oder zwei ein bisschen schmutzig, aber sonst nicht. Sie können schon sehen, wie viel Arbeit ich habe zum Arbeit zu haben nicht gemacht. Aber so jetzt, genug Quatsch, schon 4,5 Minuten. Erste Lok kommt jetzt, aber ich fahre es ganz langsam, so kann man sehen, die ganz vielen Wagen da an. Und dann, da ist ein Fahrrad hinter auf Tender. Das kann man nicht sehen, aber das werde ich dir sagen später, okay? Das ist wirklich cool. Und diese Lok ist nicht fertig, da muss ein bisschen weiß gehen, da hinten, wo das Wasser übergefahren ist. Das muss ich auch tun. So, jetzt fangen wir an. Okay, folks, here we go. And I'm going to drive this through really slowly so you can get to have a proper good look at it. So, ich fahre das ganz langsam, so kann man das sehen, ja? Und hoffentlich
werden Sie auch glauben, das ist ganz schön gemacht. So, das erste is a Dampflok. So the first one is a steam engine. And I said I wasn't going to say what it is, but I am. It's a BR50. Sie können sehen, dass es ein BR50 ist. Das heißt der Giant. So it's called the Giant, and it's absolutely well weathered. Now, I'm not going to turn the camera or anything at the moment. You'll see bits and pieces on it that you'll pick out. You see bits of coal down the side of the tender. There's some proper coal on the back of it as well. It's not plastic. Sie können das Kohl sehen. Da hinten, das ist richtig Kohl. Das ist nicht Plastik oder gar nichts. So, jetzt können die alle die Wagen sehen, das sieht. So now you're going to see all the wagons that this is pulling, and it's going to be pulling them really slowly, so that you can get to see a bit of what they're all about. So I'm going to shut up now and let you just watch this for a few seconds. So ich werde leise jetzt sein und lasse ich, so Sie können alles sehen ein bisschen. So, und das war der erste Zug. So that was the first train. I'm going to speed that up a little bit now. So ich gehe ein bisschen schneller mit das, dann kann das durch noch ein paar Mal kommen, wenn ihr die anderen noch sehen könnt. So, I'm going to bring the next one along now, and this one is really nice. I love this. So, Sie können sehen, das ist mein BR 187, so that's the BR 187. Die sind nicht gealtert, das ist just normal, ja. Diese Autotransporter werde ich bald alle die Autos von diesen Wagen wegnehmen. Die sind wirklich ganz alt, ganz viel von diesen. Und werde ich mit den modernen Autos da anmachen, wenn ich das tue noch einmal. Die Autos sind okay, aber da sind ganz viele ganz alten Autos da. So what I was just saying there is that I'm going to remove a lot of the cars that are on these transporters and replace them with up-to-date new vehicles when I can get all this on. So, jetzt muss ich oben ein bisschen machen, und diese Eisenbahn haben Sie nicht gesehen. Die ist aber wirklich cool. So, das ist ein Set mit 3 Wagen, kann man sehen, aber ich habe schon 6 angemacht von einer anderen Firma. Aber das war wirklich schnell, das haben wir nicht so viel gesehen, aber ich werde das langsam machen später.
und dann können Sie das besser sehen. So, mache ich den Kamera hier wieder rund noch einmal und fangen wir an mit dem nächsten. So, Sie können diesen nächsten Lok, das habe ich nicht so lange schon jetzt gekauft und ist ein von meinen Lieblingslok. Das is auch ein Railpool lock. So this loco is another one of my favorite locos. I showed this in a recent video and I really love this locomotive. I think it's brilliant. Fleischmann have excelled themselves on this, and it should come into view any second now. In fact, I'm just going to lift the camera up a little bit so you can see a bit more of it. Go up a bit, not down. So, and again, that's carrying some wagons that I've had for quite some time. That's just pulling container wagons. Sie können doch sehen, ich habe schon diesen Lok gehabt für ein paar Monate jetzt und der zieht Containerwagen, das ist immer Containerwagen nicht, aber ja, ich weiß nicht, wie die heißt auf Deutsch. Jemand kann doch schreiben und nicht wie die heißt. Die sind nicht Containers, aber die ziehen ganz viel Sache noch. So, jetzt ganz viel Sound hören, bestimmt ein bisschen ruhig, nicht ruhig, laut. Okay, there's going to be a lot of sound here from all the different locos because I'm going to thrash them through all together, and hopefully you'll pick up shots from different locos and different wagons that are going through and depict and stop the video where you want to have a look at some of the wagons. I will come up close to all the locomotives before I knock it on the head, but I don't want this video to be any more than like 45 minutes long because that's quite excessive. So, ich will, dass diese Videos nicht 45 Minuten lang, so ich werde das so schnell wie machen, so Sie können alle die Loks sehen und alle die Wagen auch sehen. Und dann 45 Minuten mache ich Feierabend, hoffentlich. Ich glaube, meine Batterie, auch meine iPhone wird bestimmt unten gehen. So. Und noch einmal unser Freund, der 50. So, und jetzt kommt ein anderer. Diese Wagen, das man gleich sieht, kann man nicht mehr kriegen. Das ist ein DB AG. Cool Lok. Das ist ein BR 146. Und Sie können sehen, die Hopperwagen hier sind alle PKP und das hat gekommen von einem Set. Oh, 2 Sets habe ich gekauft, an ein paar anderen auch gekriegt. So you can see the BR 146. It's Deutsches Bahn in a fancy colour and it's pulling PKP hopper wagons. They do flip open on the side and they're very hard to get hold now. They come in sets. You can only get 6 of these in a set. They did 6 yellow and blue and 6 brown ones, so you've got 12 in each set, and I managed to get all the 2 sets and a couple of odd ones. So that's what you see in there. So that's pretty much everything that you've seen there, apart from the small little Bobo, the white Serena set. So, jetzt, wenn der Lok rum noch einmal kommt, ich werde mit meiner Kamera auf den Lok gehen, so Sie können alle den Lok sehen. So what I'm going to do is I'm going to close up so you can see the locomotive as they come round, and hopefully you'll be able to see all the wagons and all the actual part of the loco as it goes round, and you can see what it's actually pulling.
So the first one, I'm going to bring the loco around, and you're going to see the BR151. I'm going to slow it right down. In fact, I might actually get the Lottie. Yeah, I'm going to grab the Lottie. Give me a second while I grab my camera, guys. Moment, will ich meine Kamera holen. So. Hier gehen wir doch. So. Diese Lok heißt Lottie. Kann man sehen. Ist wirklich cool. Und alle die Hopperwagen, die arbeiten. Das kann man arbeiten sehen. Die kann Schotter auf die Erde fahren lassen. So, jetzt kommt meine geältete BR50. So, jetzt langsam, ich meine ganz langsam hier. So, ihr könnt alle den geältet sehen auf es. Und hoffentlich, ich werde dir Fahrrad zeigen da hinten. Hoffentlich werden sie nicht, ich kann mit meiner Hand ein bisschen still bleiben. So, hier hinten ist ein Fahrrad, da hinten da. Da ist Wasserpapier da an, so das geht nicht ganz nass. Kann man bestimmt den Fahrrad da unten sehen. Das gehört der Lokführer. Und da muss ein bisschen mehr Weiß auf die Seite hier sein. So kann man sehen, dass Wasser untergefällt hat. Kann man alle die Köder da oben sehen. Wirklich schön. So, jetzt die Wagen. Ein bisschen kleiner machen, so kann man das sehen. So, ich muss meine Kontrolle hier rumbringen noch einmal. So, ich kann das auch meine Dinger machen, so das geht nicht so schlecht. Moment, hier unten machen. So, jetzt ist besser, das geht nicht überall dann. So. So kann man alle die Arbeiten sehen von diesen Loks und die Wagen hier. Die sind ganz schön. Ich habe schon ganz viele von diesen gezeigt vorher. Aber jetzt können die alle sehen, ganz langsam und zusammen. So all these tankers, I've already shown them all before in various stages. But you can obviously see them all together now, being pulled with all the different variations of weathering on them. And I've left a couple that are not weathered, that are clean. And that are just slightly weathered, but it's just to try and get a different flavour with all the different wagons together, and hopefully it gives us some idea of what to look forward to in the future with my weathering and with my videos as and when they come. So right, now as that one pulls away, I'm going to bring it up so we can see the other one that's going past. There we go, and just swing it around a bit so you can see the loco. Yeah, 151, so that's a BR151. Und you can see some of the wagons it's pulling. So Sie können auf den Wagen sehen. Das sind ich glaube, das ist ein schmutzig Wagen hier. Moment, ich komme hier ein bisschen hier rein. Der erste ist nicht geältet, aber die anderen, das kommt hier jetzt, ist geältet, das kann man schon sehen. Habe ich mit die AK Pencils gemacht, Beispiel. Aber alle die anderen sind, kann man sehen, die sind ein paar schmutzig, nicht ganz schmutzig, aber kann man sehen. Die sind nicht ganz neu. Ich habe ganz viele von diesen Wagen gehabt, viele Jahre jetzt so. Und meine Gleichen sind schmutzig, gar nichts hält es an. Die alle fahren vernünftig. So the trucks are clean. They're all driving around how I want them to drive around and not letting the side down. Okay, und jetzt kommt der Rainpool noch einmal hier.
Oh, nicht genug unten. Bisschen hier unten machen. Ah, treffen wir nächstes Mal. Kann man sehen, die alten LKWs auf den Transporter da, die sind alle ganz alt. Die mussten bestimmt abmachen. Hab keine Lust, keine mehr für die. Werde die nicht wegschmeißen, aber werde die umtauschen für neuen Wagen da. So, das sieht besser aus. So. Und der 50 noch einmal da. Aber noch einmal sehen mit dem Fahrrad da hinten. Die letzten kommen jetzt durch und bald alles durchgekommen. Ja, und dann haben wir noch der 146 kommt noch einmal durch. So, ein bisschen oben machen, schnell, so was kriegen kann. Wir machen ein bisschen langsam, so kann man die Lok sehen. So, jetzt müssen wir mal meine Maschine hier drüber kommen, so kann man alles sehen hier. Ein bisschen besser mit die Farbe auf die Seite, wir sind aber wirklich sehr gut. Das ist der Hammer, oder? Tut mir leid, meine 187 kommt durch diesen Moment, aber wenn es fertig ist, dann können wir nachher mal gucken. Hier. So, das hier oben machen. Kann man da ganz vorwärts sehen. Das ist wirklich schön, oder? So, noch einmal abfahren. Können wir die Wagen noch einmal sehen. Da ist der 151 wieder. So, Sie können sehen, wie schön diese PKP-Wagen sind. Die sind aber ganz echt schön. So, ich habe schon 40 Stück von dies. Das ist wirklich cool. Dann würde ich hier vorwärts noch einmal. Hier kommt unser Lieblingsloch. Mit meine Hände nicht so viel machen. Wirklich. So, ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht. So I hope guys this has been alright, you've enjoyed it. Here's the small 212, which is really nice. So, ich werde jetzt die Klappe halten und wir fahren das für noch so 10 Minuten oder so. Ich lasse die Loks durchgehen, mit die Kamera laufen und dann, wenn du Feierabend machen willst, können Sie einfach zumachen. Aber ich mache das so, kann man alles sehen hier hoffentlich. Ich glaube, ich werde das tun hier, wenn auf die Seite hier, dann können Sie sehen, wenn die hier unten kommen. So, Moment, ich ziehe es rum hier. So, Moment. So, machen wir oben hier, dann können Sie alles sehen. So, ganz in die Ecke hier, dann können Sie die 50 noch einmal sehen, wenn es durch die Ecke hier geht, hoffentlich. Right guys, I'm just going to let it run for a few minutes so you can see them going forward and backwards.
and then I'll stop the video. Again, thanks very much for all the subs, all the likes, all the comments. Everyone's been fantastic. You've actually you give me lots of feedback, lots of ideas, things that you'd like to see, and keep that coming, guys, and we'll carry on doing that. You know, I'm humbled by what's happening, so it's just fantastic. Trying to keep everything moving so you don't have a time where you're not going to see anything, but that's quite difficult sometimes because some of these locals are quicker than the others. So a bit of a shake here. I'll just open up a bit more. There you go. So what I'm going to do after that passed, once 30 minutes has gone by, I'm going to pull them in one at a time, and then we'll have a quick look over each one of them, and then I'll complete the video. So ich habe gerade gesagt, ich lasse die alle fern, bis 30 Minuten, so noch 4 Minuten oder so, kann man alles sehen. Und dann hält ich alle die Loks und gehen wir drüber die Loks jeden einmal und dann mache ich Feierabend. Aber ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß für Sie gemacht und Sie haben etwas anderes gesehen dieses Mal, nicht alle dieselbe Loks immer. Und ja, ich habe so viele Loks, ich weiß nicht, was auf den Gleis zu machen. I'm just saying, I've got so many locomotives, I don't know what's on the track half the time. It's just I just drop them on as and when I feel like it. But there's a lot more in the pipeline to be coming yet. I've got a lot more stuff coming shortly. I'm going to show small passenger, 2-car passenger trains. I've got a couple of them, so I'm going to do a video on that in the coming weeks because I've got a new one on order, a sound one from Fleischmann that's due out anytime. In fact, it's out now. I've actually got it on order. Ich mache die zwei Car Video mit die Personenwagen. Ich habe doch 3 oder 4 Stück. Werde ich auf ein kleines Video tun von das, wenn ich diesen neuen Lokkrieger vom Fleischmann, ich habe es bestellt. Das ist auf dem Weg zu mir. So, das kommt in dem nächsten Video, glaube ich. So, es sind jetzt 28 Minuten. Da kommt eins und der geht eins.
So, jetzt kommen wir mit den Kamera hier drüber, wenn der Lock durchgegangen ist. So, jetzt bringen wir das Probe hier. Moment, der Kamera wird ein bisschen kurz gehen. Aber die ersten kommen jetzt hier rein. Anhalten, gleich. So, das ist der ersten angehalten. Und jetzt kommt der findet sich noch. Das sieht er jetzt an. Jetzt kommt der 151 hier oben. Ja. Moment, tut mir leid mit meiner Kamera, das war ein bisschen blöd. Aber der kommt hier jetzt rein. Da sehen Sie jetzt. Ich will mein iPad spielen hier dieselben Mal, das ist schwer in meiner Hand. So. Jetzt wieder rauf, so oben. So. Jetzt kommt der DBAG. Das wäre langsam hier. Da ist er doch. So. Jetzt will ich die anderen, die weißen hier rumdrehen. Das kann man kurz sehen für ein paar Minuten. Ist ein bisschen langsam wie die anderen, aber das kommt bald. Da kann man hier rum, dann kann man sehen, wenn es hier kommt. Und der jetzt. Das fährt aber ganz langsam hier, kann man sehen, da kommt er jetzt. Licht aufmachen, abmachen, da Licht ab, Licht an. Gut. So, jetzt zeige ich diesen Lock hier auf die Ecke hier, das ist sehr schön. Stehe ich auf, Moment, tut mir leid, wenn die Kamera ein bisschen blöd ist für einen Moment. So, aber ich will hier ganz rumgehen. So kann man die Nummer auf die Seite sehen und die Name da unten, das heißt Lotti. Hoffentlich können Sie das sehen jetzt. Wirklich cool, diese Lock. So, ich sehe das vorwärts ein bisschen, so kann man das sehen. Kann man die Wagen hier sehen. Und halt ein bisschen, jetzt kommt der andere wieder noch einmal, der große sieht sich fein. Ja. So ist er. Das ist viel schneller als der andere. Hier oben guckt auch cool auf dem Dach. So.
This BR146 in DBAG in really fancy colours is quite a nice locomotive, I love it. And the Serena one that you just saw, the white Volvo one, that's really nice as well. And that's a really rare set, you can't get hold of that anymore. So guys, I hope you've enjoyed my video, and it's been a bit of fun to show some of the other stuff as we pull this other loco over. And then back to the, let's go here a bit more and show you that a bit closer, so you can see the markings on it. And you can see the hopper wagons, they actually discharge as well. See the black things down the side here, they actually flip open. You can see the grey ones on these. One day I'll fill them up and unload them. So, that concludes my video. I was going to run it till 45 minutes, but my back started to hurt, so I'm going to call it a day on the video. Meine Rücktour ein bisschen weh hier jetzt mit diesen schweren Dingen hält, so ich glaube, ich werde jetzt Feierabend machen auf dem Video. Und hoffentlich hat das ein bisschen Spaß für alle sein und sie haben, ich habe die gefreut mit all die Wagen und die Loks hier, aber diesen letzten werde ich hier ganz auf diesen BR reinkommen, so kann man alles sehen hier. So das kann man dem Fahrrad da hinten sehen. So I'm just saying, I'm going to come in really close with this with the camera, so that you can see the push bike on the back under the tarpaulin. So, jetzt können Sie bestimmt den Fahrrad sehen, da ein bisschen ein Dinger da drüber, so das geht ganz nass, aber das Wind hat das abgenommen ein bisschen. Sie können alle die Rost da rein, aber ich muss ein bisschen Wasser da rein auf die Seite machen, dann wird das schön sein. Und ich glaube, das sieht wirklich schön aus. Das ist ein Masterpiece bestimmt. So, Leute, friends, as you can see, this particular locomotive, it's got quite a lot of rust around the tender there, and you can see the push bike on the back with the tarpaulin. I've got a bit of water, splash water to put down the side, so it's a bit of white, and then it'll look probably a lot more natural with the water coming down the side. Oops, sorry, I just caught my camera on the side of my ledge here, but you can see all the work that's gone into this locomotive. It's really nice. So sorry for the shaking, but this is getting quite heavy now. I haven't held it for quite some time. But another quick pan of a couple of the locos, and then I'm going to call it a day. So I hope you've enjoyed it, because I certainly am making it. And so, ich glaube, ich werde jetzt Feierabend machen, mein Freund. Das hat mir ganz viel Spaß mitgehabt, mit diesem Video machen. Und Sie können sehen ganz viel von meinen Wagen und ein paar von meinen Loks wieder. Und mit das sage ich mir, ich bedanke mich. Und noch einmal Thumbs up und share das Video mit deinen Freunden, so können wir Leute ein bisschen Spaß machen für. So, just want to say thanks again guys, and hope you enjoyed my video, and hopefully when I get around to do another one in a week or two. So dann, fertig. Jetzt können Sie sehen, wo alle meine Loks sind hier hinten. Da sind, ja, ich muss den Licht wegmachen. So, alle meine Loks sind hier hinten. Das kann man gleich sehen, wenn ich mit dem Video hier oben mache. So you can see all my locos over there and lots of bits and pieces that I've got. So. Und jetzt noch einmal kann man meine BR151 sehen da unten. Und so, jetzt mache ich Feierabend. Genug. 40 Minuten ist ganz cool, glaube ich. Right guys, thanks and have a good evening. Thank you, bye bye.